Wohliang, Teil. In diesem Video werden wir die erste Liturgie durchnehmen, und zwar von der Morgenandacht, von der Morgenzeremonie, das erste Stück, das sogenannte Cheng, Qing, Yun. Also Yun bedeutet hier Musik oder Melodie. Ja? Und man kann, und das sage ich jetzt auch nochmal vorweg, diesen ganzen Text einfach nur rezitieren, ob im Stillen, wenn man alleine ist zum Beispiel, oder laut lesen, was auch sehr gut ist, wenn man auch wenn man alleine ist, und dann sogar mit Hilfe von so einem Holzfisch, das passt immer sehr gut. Da kann man dann jedes einzelne Wort einfach mit einem Schlag verbinden, und somit praktiziert man dann alleine. Ja? Wenn man zum Beispiel mit mehreren zusammen übt oder rezitiert oder diese Zeremonie abhält, hat man ja verschiedene Instrumente, und dann hat jeder sein Instrument und dann wird das auch gesungen. Das sind sozusagen diese drei Arten der Praxis, der Liturgie oder der Lehrtexte. Das eine ist das stille Lesen, das zweite ist das laute Lesen und das dritte ist das Singen. Und was ganz wichtig ist, wenn man singt oder Chanting macht oder diese Texte auf eine ganz bestimmte Art oder mit einer Melodie rezitiert, ist das deshalb, weil die Melodien bzw. die Töne basieren auf den 5 Grundtönen, und diese 5 Grundtöne harmonieren mit den Organen, mit den 5 Elementen und bzw. 5 Wandlungsphasen. Und deshalb ist diese Praxis auch wie Qigong-Übung Kultivierung von Qi, von Lebensenergie, und hilft, gesund zu werden. Ja? Der Körper wird durch diese Melodien in Schwingung versetzt, und die Organe bzw. die bestimmten Bereiche des Körpers werden dann mit Qi versorgt. Ja? So, wir beginnen mal mit dem ersten Teil. Und zwar möchte ich hierzu nochmal sagen, dass wir grundsätzlich in großen Zeremonien, wo man jetzt viele Leute dabei hat, viele Teilnehmer und auch Zuschauer, dann macht man das im Kompletten. Das heißt, vom ersten Schriftzeichen Lin, also Lin Lang Zhenxiang ist die erste Zeile, würde man von dort anfangen. Was wir aber in der täglichen Zeremonie machen, ist, wir fangen von der 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zeile an, und zwar von Tian Wu Fen Hui. Tian Wu Fen Hui. Ja? Aus Übungszwecken machen wir jetzt erstmal von vorne, also Lin Lang von dem ersten Zeichen, und später machen wir das nochmal dann in der verkürzten Version. Okay? Also, ich werde jetzt als Beispiel ganz einfach mal nochmal, wenn ich als Alleiniger oder als Einzelperson übe, mit dem Holzfisch zusammen, werde ich mal diesen Text bzw. dieses Stück, diese Melodie vortragen. Yin Lan Zhen Xian Shi Fang Su Qing He Hai Jin Mo Shan Yue Tan Yan Wan Ling Zhen Fu Zhao Ji Qun Xian Tian Wu Fen Hui Yi Wu Yao Chang Ming Hui Dong Jin Da Liang Xuan Xuan Ye. Da Liang Xuan Xuan Ye ist sozusagen diese Bestätigung vom Mysteriösen. Das unendlich Mysteriöse heißt es. Die kompletten Übersetzungen werdet ihr in Textform finden, und da wollen wir jetzt nicht weiter darauf eingehen, auf die Bedeutung der einzelnen Abschnitte. So, das war jetzt das Einfache. Wenn ich alleine übe, kann ich das so machen, im Stehen lesen oder auf diese Art und Weise. Ja, natürlich kann man das auch langsam machen. Grundsätzlich, wie wir das jetzt durchgehen, ist nicht
schnell, aber auch nicht sehr langsam. Aber wenn man möchte zum Üben, kann man das natürlich viel langsamer üben. Ja? Ich mache jetzt mal die ersten 2 Zeilen als Beispiel. Lin Lan Zhen Xia Shi Fang Su Qing He Hai Jing Mo Shan Yue Tan Yan. Ja, so könnte man das dann auch machen. Dann würde es auf jeden zweiten Wort einen Schlag mit dem Holzfisch geben. Okay. Weil wir ja jetzt auch die Melodien lernen wollen, werden wir jetzt die Cheng auch lernen zu singen. Und zwar fängt man mit den ersten 2 Wörtern Lin Lang auf eine ganz bestimmte Art und Weise an. Und zwar in der Zeremonie gibt es immer die Person, die sozusagen den Takt angibt. Das ist dann derjenige, der den Holzfisch schlägt. Und der wird das erste Wort auch laut auf eine ganz bestimmte Art und Weise singen, um die anderen dann mit dem zweiten Wort sozusagen einzustimmen, und mit dem dritten fangen dann alle an, gemeinsam den Text zu singen. Ja. So, wir beginnen mal. Okay, diese Melodie ist sehr wichtig. Gerade habe ich es erwähnt, um zum einen sich selber bzw. den Betenden oder Praktizierenden, Ausführenden einzustimmen, aber auch die Kanäle zu öffnen. Ja, ihr habt es gesehen, man singt nicht ganz leise, aber auch nicht schreiend, sondern man hat eine ganz melodische Stimmlage und versucht, die Töne möglichst ruhig und gleichmäßig zu halten. Das bedarf manchmal ein wenig Übung, ja, aber das kriegt man auch gut hin. So, ich werde jetzt nochmal von vorne beginnen und wir werden versuchen, 1, 2 Zeilen durchgehen, damit ihr merkt oder lernt, wie die Melodie von diesem Cheng ist. Und zwar kann ich jetzt auch nochmal sagen, vorweg, jeder Abschnitt, also jede Zeile, jede Strophe beinhaltet 4 Schriftzeichen. Diese 4 Schriftzeichen, jede einzelne Strophe, die Melodie ist immer gleich. Ja? Und beim letzten Teil, diese Da lernen, Xuan Xuan Ye, das wird dann halt auf eine andere Art und Weise gemacht. Aber dazu kommen wir dann gleich. Okay. Noch einmal. So, das war jetzt die zweite Strophe, erste und zweite Strophe. Das würde dann so weitergehen. Und zwar will ich jetzt noch mal ganz kurz anhängen. Die Melodie, die wir jetzt von Shi, also Shi Fang Su Qing,
von Shi bis Qing durchgehen, so wird jede einzelne folgende Strophe auch gesungen. Ja? Wir fangen jetzt mal gleich bei der dritten Strophe an, und zwar Das war jetzt Cheng Qing Yun von vorne bis hinten. Wir hatten ja eben erwähnt, in der normalen Zeremonie beginnt man diese Cheng Qing Yun ab der 7. Strophe, also Tian Wu Fen Yun. Und das werde ich jetzt auch nochmal zeigen.
Okay, das war jetzt die letzten 3 Strophen mit Daoistische Cheng. So, wir werden jetzt anhand der zweiten Strophe noch einmal die Melodie durchgehen ohne Holzfisch, sodass wir die Stück für Stück noch einmal auseinandernehmen können. Fangen wir an. Dieses Fingerzeigen könnte euch vielleicht auch ein kleiner Hinweis sein. Immer mit der Stimme ein bisschen höher gehen oder runter. Ja. Wir werden es jetzt nochmal machen. Und zwar werdet ihr sehen, jede einzelne dieser Zeichen oder dieser Strophe hat ja 4 Zeichen. Jede einzelne dieser 4 Zeichen hat seine eigene Melodie. Das Ganze komplett klingt zwar sehr ähnlich, aber es hat seine Unterschiede. Ja, wir pflücken das nochmal auseinander. Und zwar Qing So, die Melodie ist in jeder Strophe genau so. Jetzt werden wir nochmal das letzte Stück durchgehen, Daoistische Cheng. Und zwar auch mit Holzfisch. In der Melodie wird es so gemacht, nach Qing. Ja, also die Melodie vom Cheng ist etwas schneller und am Ende
wird es etwas langsamer gemacht. Das Da Liang Xuan Xuan Ye wird etwas langsamer gemacht. Und zwar werde ich das nochmal zeigen. Ja. Mi, Damit ist die Übungseinheit für Chang Qing Yun beendet. Viel Spaß und fleißig üben. Ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Wo lernen? Tianzun.